Das bin ich auf dem Weg nach Mestia. Eine Kleinstadt, die sich 1500 Meter über dem Meeresspiegel befindet, mitten im Kaukasus. Ich fahre 6 Stunden mit dem Zug. Und anschließend 4 Stunden mit dem Minivan. Aus den 4 Stunden werden etwas mehr, da alle von dem Fahrer aus dem Minivan zum Essen und Chacha-Trinken eingeladen werden. Chacha ist georgischer, hochprozentiger Alkohol mit im Normalfall über 50%. Unser Fahrer ist wirklich sehr, sehr gastfreundlich. Er singt uns georgische Lieder vor und schenkt mir wirklich immer wieder Chacha nach. Hi. Hi, Dominic, how are you? Drink cha-cha, dance cha-cha-cha. Que isso, senhora Dina? Mas como pequece? Ele mais estava isso. Sada ist jetzt gerade was man tausend Euro erzählt. Nach der Pause bin ich ziemlich betrunken und mich stört überhaupt nicht, dass unser Fahrer auch Chacha getrunken hat. Ich bin echt besoffen. Like my video. Awesome. Yes. And your name, Talman? My name is Telman. From Georgia is Svaneti, Mestia. Zum Glück läuft alles gut und wir kommen alle sicher und vor allem betrunken in Mestia an. Dort genießen wir, mein Gastgeber Luca, Dekel und Nadav, die ich im Minivan getroffen habe, und ich, den Abend mit einem leckeren Essen. Der nächste Tag steht an und heute wandere ich zum Shaladi-Gletscher inmitten von unberührter Natur. Erstmal etwas stärken und dann geht es erst ein kleines Stückchen mit dem Auto Richtung Gletscher, von wo aus ich dann insgesamt circa 3,5 Stunden wandern werde. Und ratet mal, wer mein heutiger Taxifahrer ist. Tilam Shidobisa, good morning. Dominic is Georgia, language Tilam Shidobisa Germania. I love you, Germania. Diesmal zum Glück aber ohne Chacha.
Ich denke, die Bilder sprechen für sich. Der Gletscher ist ein absolutes Muss, wenn man Urlaub in Mestia macht. Jetzt geht es wieder nach Hause, um den Tag ganz entspannt ausklingen zu lassen. Denn morgen steht mir eine noch viel, viel anstrengendere 8-Stunden-Wanderung bevor. Um 8 Uhr starte ich meine Wanderung zu den sogenannten Kuruldi Lakes mitten in den Bergen. Sie sind so besonders, da sich in ihnen die gigantische Berglandschaft des Kaukasus spiegelt. Der Höhenunterschied zu Mestia beträgt über 1300 Meter und die Gesamtstrecke ist 25 Kilometer. Am Anfang verirre ich mich etwas und bin auf einmal in einem Kuhgehege. Das war knapp. Jetzt geht es aber weiter auf dem richtigen Weg. Das ist so anstrengend hier hoch. Es geht nur bergauf und zwar richtig steil. Zweieinhalb Stunden nach dem Start in Mestia erreiche ich endlich meinen ersten Zwischenstopp. Ein Aussichtspunkt auf ca. 2200 Höhenmetern. Nach kurzer Zeit dort bekomme ich Besuch von einer feiernden Reisegruppe. Das hätte ich dort oben wirklich nicht erwartet. Aber die Menschen waren super freundlich und mit einem Grinsen im Gesicht geht es für mich alleine weiter zu den Kuruldi Lakes. So, kleine Zwischenmeldung von mir. Die Seen sind irgendwo da hinten. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite, da bei den riesengroßen Bergen, und da unten bei meinem ersten Stopp, wo ich noch die ganz vielen Leute getroffen habe, waren noch Guides dabei und die meinten, das ist auch ein bisschen gefährlich da hochzugehen, weil da halt keine Autos hinkommen. Das heißt, würde mir was passieren, könnte mich da niemand holen oder so, beziehungsweise ich habe gar keinen Empfang. Das heißt, ich muss auf jeden Fall vorsichtig sein, und sie meinten auch, teilweise liegt Schnee auf den Straßen und das sieht auch ehrlich gesagt ziemlich gigantisch aus. Aber ich werde es trotzdem probieren, weil ich will unbedingt diese Seen anschauen, und ja, ich glaube, ich kriege das hin. Deswegen geht es jetzt schnell weiter, beziehungsweise schnell und vorsichtig, weil das dauert circa noch so 2 Stunden. Genau.
habe hier gerade Fußspuren entdeckt. Und die sehen ehrlich gesagt nicht aus wie von einem Menschen. Da vorne sind so kleine Punkte und die Tatzen. Ich halte mal meine Hand daneben. Ich habe relativ große Hände. Ich habe später nochmal nachgeforscht und bin mir jetzt ziemlich sicher, dass das Bärenspuren waren, denn im Kaukasus gibt es Braunbären. Erschöpft und müde erreiche ich endlich die Kuruldi Lakes, um dann zu sehen, dass sie fast komplett mit Schnee bedeckt sind. Die Aussicht ist natürlich trotzdem wunderschön und alleine dafür hat sich die Wanderung meiner Meinung nach definitiv gelohnt. Jetzt mache ich mich gestärkt wieder auf den Heimweg. Grundsätzlich kann ich empfehlen, mit einem Auto und Guide auf keinen Fall selbst fahren. Die Straßen sind wirklich sehr, sehr gefährlich, bis zum ersten Aussichtspunkt zu fahren und von dort aus loszuwandern, da ab dem Punkt die Aussicht wirklich atemberaubend ist. Vom Aussichtspunkt aus dauert die Wanderung ca. 3 bis 4 Stunden. Aber glaubt mir, das ist anstrengend genug. Der Fahrer wartet dann im Normalfall am Aussichtspunkt, um einen später wieder nach Mestia zu bringen. Das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe wirklich sehr, dass es dir gefallen hat und danke auch fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, like das Video sehr gerne, schreib mir einen Kommentar und abonniere auch meinen Kanal, um alle weiteren Videos nicht zu verpassen. Denn im nächsten Video wandern wir, Selma und ich, sie kommt nämlich heute noch nach Ushguli und Ushguli ist wirklich ein Highlight von Georgien. Viele Leute sagen, wenn man in Georgien war und nicht in Ushguli, dann war man nicht in Georgien. Also es scheint wirklich sehr spektakulär zu sein und wir machen da eine 3-tägige Wanderung hin und um das nicht zu verpassen, einfach meinen Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken. Dann bekommst du sogar noch eine Benachrichtigung, wenn ich das Video hochgeladen habe. Und jetzt habe ich noch mal so ein kleines Anliegen und zwar bin ich am Überlegen, ob ich meinen Kanal umstelle und zwar auf die englische Sprache und nicht mehr Deutsch reden werde, sondern Englisch, um eben mehr Leuten auf der ganzen Welt noch die Möglichkeit zu geben, meine Videos zu verstehen und Tipps zu bekommen. Allerdings würde mich jetzt mal interessieren, wie das für euch wäre. Ich werde in den Kommentaren einen Kommentar schreiben und da so eine Abstimmung machen und wenn ihr das gut findet, dass ich die Videos auf Englisch umstellen möchte, dann gebt den Kommentar von mir doch einen Like. Und wenn ihr das nicht gut findet, dann gebt den Kommentar ein Dislike. Ansonsten war es das jetzt von mir und wir sehen uns im nächsten Video bei der Wanderung wieder.